auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut Silvernagle came in and Nice is now in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Actually, race crew took home the third spot with Baton Horse 2 laps down. Then CMS Racing recruit. Ja, hallo liebe Simracing und Motorsport-Fans und wie immer ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur 6. Saisonstation der Sunday Grand Prix Series und wir sind mal wieder in Rodamerika, Elkhart Lake, Wisconsin zu Gast. Eine Strecke, die eigentlich unserem Tommy liegen müsste. Leider ist er nicht zum Trainieren gekommen. Schauen wir mal, was er trotzdem hier heute leisten kann. Wir haben des Weiteren natürlich unseren Ben heute wieder am Start und unseren Byron, unsere zwei Jungs aus England. Da schauen wir mal, was die alle so auf die Strecke bringen. Würde ich sagen, wünsche ich euch mal ganz viel Spaß. Trommelwirbel. Topsplit oder Chaotensplit? Hast du gesehen, den Unfall da, Patrick? Im Chaotensplit hast du die Chance zu gewinnen. Im Chaotensplit habe ich noch relativ gute Chancen, kaputt gefahren zu werden. Doch, es geht. So schlimm war der Unfall letztens nicht. Jetzt kommt, ich habe hier das Sparvideo so gut wie fertig, das muss ich Oh, mal retten. Topsplit Wagen 26 von 29. Björn, alles sollen wir Ja, rausgehen wow. oder? I'm getting Blood worried it'll beer. be in top split. You're in top split. No, I'm getting worried I might be in top split. No, you're not. Oh, no. should be top split. Oh no, it might be Carnival 1. I'm 26 of 29 in Topsplit. Oh wow. All the Okay. best. Okay guys, then I talk to you later. In Ja. a bit, Björn. Good luck, buddy. Oh no, Ben, you're number 8 and I am number 5. Oh okay, not too bad. One of mine. How many have we got? It must be nearly 30 people per split. 29. What number are we? Number 20. Byron, wer ist your teammate? Afternoon, all. Nathaniel. He hasn't got Road America. Wow, that's a track not to I think- have. Everybody have got a Road America. That's I a track think you must have as a race driver. I think his next race is after Willow Springs. Virginia International Raceway. Today, Byron, I hope it was Willow Springs because I hope it were not so many people and there were only one split, so that I can make a break, well, you know. But I forgot that today is Road America. Today's All die always going to Verrückten split. sind wieder dabei hier. Oh je, alle am Fahren. Hey, Kleber's here. Tamar Spartfrei ist auch dabei. Kurt Klapper, guten Tag. Oh, Tommy, John Stevens. The John Championship Stevens is Leader. Thank God for that. Oh dear. John Stevens, the championship leader. Tamar Spartfrei is second and Thomas Silvernagel in third position. Good luck and quality, guys. Yeah, good luck. All the best. Und damit hat die Qualifying Session auch schon begonnen. Drücken wir unseren Jungs mal alle ganz fest die Daumen. Und da liegt auch schon der erste im Kies. Einführungsrunde und Bruno Araya schmeißt schon mal sein Fahrzeug in die Botanik. What's wrong there? Ah! I had a big lock up going into 5.
Oh, Tommy. Und da geht auch schon der nächste hier in der Quali segeln. Was ist da schiefgelaufen? Ich muss nochmal neu. Zum Glück war das die Einführungsrunde. Neuer Versuch und weiter geht's. Oh. So einiges. No. Und wir hören es gerade, da kommt der nächste ins Straucheln hier. Und da liegt auch unser Ich Bayern. weiß nicht warum, irgendwie ist der sehr rutschig gewesen da. Es sind schon einige jetzt hier in Kies gewesen, Bayern auch. Bruno Araya auch. Das war irgendeine besondere... Ein ziemlich wilder Beginn hier in die Qualifying Session. War 200 Grad Schreckentemperatur? Und da geht der nächste fliegen. Jason Krakowiak also throws his car away. Ich glaube, da ist irgendwo Öl auf der Strecke. Das kann doch gar nicht sein, dass sie hier alle in der Qualifying Session schon abfliegen. Gerald Bowman Brook, ein neuer Name hier. Na, wenigstens muss man hier für neue Autos nicht bezahlen. Ja. Was sie kaputt gemacht hat. Und da kommen auch schon die ersten Zeiten rein. Manning Grinnen auf Pole, aktuell vor John Stevens. Emilio F. Garrido hat sich auf 3 gesetzt, Keith Turner auf 4 und John G. Hill aktuell auf 5. Die meisten noch in ihrer zweiten Runde unterwegs. Jetzt hat sich hier Gerald Bowman Brook nach vorn gesetzt. Der neue Name hier in der Serie. Janne Liemann jetzt aktuell auf Pole. Was gerade passiert ist. Und da kommt jetzt auch unser Ben das zweite Mal Richtung Ziellinie. 1,53,7. P9 aktuell. Und da liegt Tommy ein zweites Mal. Mal wieder ein völlig verkorkstes Qualifying. Schade. Ja, ich hatte 1,4 Sekunden gut. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Normalerweise, das hat sich nie weggedreht da. Bruno Araya ist hier auch noch in seiner zweiten Runde unterwegs. Aktuell P13. Byron aktuell auf P10. Tamas Bartfei hier in seiner zweiten Runde unterwegs. Das war eine schlechte Qualifikation. Er hat bisher auch noch keine Zeit gesetzt. Ja, Quali diese Saison läuft nicht so gut, Tommy. Tommys Qualifikationssessions im Rennen dafür umso besser. Diese Saison lassen sehr zu wünschen übrig. Ja, klar, ey. Und da kommt Tamas auch über die Ziellinie. Aber hast du den Incident gesehen? P10 hinter unserem Ben. War gerade beim Ben und hab zu dir geschalten, als du schon im Gras gelegen hast. Did they change something in the Good luck, everyone. tire model? Because I spun out at the carousel and I never spun out at the carousel. So On weird. low fuel? Ja. Yeah, sometimes on low fuel the car is a little bit Here we go. tricky. Good luck, guys. Good luck. Make sure you put enough fuel in, everyone. Yep. Ja. Very good idea. I was a pit on the last lap on Wednesday. Also das wäre mindestens eine 53,2 geworden. Ich ehrlich Ben bin. in front. Und da hat das Critting auch schon begonnen und die Jungs machen sich hier alle bereit. Oddly enough, I've got Tomas to my left. Janne Lehman, our flying Finn on pole position. Behind him John Stevens and on 3 Gerard Bowman Brook. All the best, guys. Thanks, Patrick. Good luck, boys. Good luck. Da bin ich mal gespannt bei den vielen Geraden. Das wird bestimmt wieder eine wilde Windschattenschlacht werden hier. Bis auf Daniel Gales haben wir heute wieder alle im zweiten Split, die um die F2-Krone hier kämpfen. Sehr, sehr schön. Schlechte Ausgangsposition, ey. Mann. Unser Championship-Leader John Stevens startet von P2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und das Rennen ist freigegeben. John Stevens, Bombenstart, geht hier sofort in Führung direkt an Janne Lehman vorbei, der den zweiten Platz halten kann. Dahinter kämpfen Gerard Bowman Brook und Miguel Morland um die Position und da gehen auch schon die ersten Fliegen. Auch die ersten gehen gerade aus. Das sieht aus wie Gerard Bowman Brook und da gehen auch noch mehr Jungs weit, aber so wie es aussieht, keiner gecrasht hier, alle können weiterfahren. Da war auch Kleber Botaro Mora mit involviert. Manning Grinnen bis ans Ende des Feldes zurückgefallen. Die Jungs hier vorne müssen sich alle erstmal einsortieren. Schauen wir uns nochmal schnell den Unfall von eben an. Gerald Bowman Brook, a touch from behind, from the guy behind of him, Manning Grinnen. Look,
look at the front tires of oh dear, for the grader. So Gerald here locks up his front tires, and then he tries to turn in with locked wheels. It's not possible. No, it's not possible. It's physically not possible. Da haben wir bis auf das Gerangel in der ersten Kurve einen relativ sauberen Start. Hier haben wir John G. Hill, aktuell P12, direkt vor sich Jason Krakowiak auf 11, auf 10 haben wir dann Matthew Cockerham. Und da haben wir es gerade noch vorhin im Augenwinkel gesehen. Da gab es den nächsten Ausritt, den wir uns anschauen sollten. Wir schalten direkt gleich mal hin. Hier im Mittelfeld wilde Kämpfe. Tommy kann sich da gegen Martin Reisman durchsetzen. Oh, Emilio Fernandez Garrido. Emilio has a difficult race today. Okay, But I think Emilio is a little bit too aggressive. Oh. Yeah. That is not his. What you see is self-healing car. Yeah. Oh, okay. Oh, that was a close one. Tamas Sportfei von P10 losgefahren, hat sich inzwischen auf P4 nach vorn gekämpft und setzt jetzt an, um Keith Turner zu überholen, der hier aktuell auf P3 liegt. Ein Top-Start für Tamas, der ja auch hier vorne um die Meisterschaft mitkämpft. Direkt davor Janne Lehmann und John Stevens hat sich schon ein bisschen aus dem Staub gemacht. Dann haben wir dahinter Miguel Morland auf 5, Sebastian Starker auf 6, Kurt Klapper auf 7, Bruno Araya auf 8, unseren Ben Sammers auf 9 und Jason Krakowiak auf 10. Und wir hatten noch einen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Oh, hier Matthew Cockerham, Mr. Kiss. Wow. Oh, The cold tires. He lost so many places. He's fast guy. Yeah, a fast guy today, but and he has. I love this paint. Ja. So langsam haben sich hier die Jungs einsortiert. Ben in der Verfolgergruppe und hier vorne John Stevens. 1,4 Sekunden Abstand schon zum Rest des Feldes. Direkt auf 2 Janne Lehmann, der sich inzwischen Tamas Sportfei erwehren muss. Und Keith Turner ist da auch noch direkt hinten dran. Tommy liegt aktuell auf P13 und Byron auf P15. Und wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall. Wir schalten direkt hin. Oh, the next one here from Gerald. Oh! Ah! Yeah, who's the guy in front of it? Yeah, Philip Mangan. And yeah, oh god, they both came together. Nice jump, by the way. Unlucky. Ganz schön viel Action heute im hinteren Feld des Rennens. Dort hat man den nächsten schweren Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Während hier jetzt Bruno Araya auf dem Weg nach vorne ist, konnte Kurt Klapper überholen. Direkt hinten dran unser Ben. Und auch Jason Krakowiak hat seinen Abstand dazu gefahren und ist direkt am Ben hinten dran und macht Druck. Karel Beisel, that's not the correct apex. Whee! Karel spins out. He has to slap on the brakes and try not to come back to the racetrack and bomb. Ah, that's why Russell make the wrong decision. Oh no. Oh, Russell. Unser Tommy wurde inzwischen von Matt Tate überholt und liegt jetzt auf P13. Hinterm Tommy auf P14 haben wir Martin Reisman, P15 Byron Long, P16 haben wir Emilio Fernandez Garrido, der nach seinem Ausritt weit zurückgefallen ist und Tommy jetzt hier mit einem super Überholmanöver wieder an Matt Tate vorbeigegangen. Matt Tate, der hat hier zwar nur 200er I-Rating, fährt hier aber wie ein Profi. Sieht man mal, dass I-Rating nicht so viel bedeutet. Scheißdreck, ja. Und hier Russell Hamilton, das tut mir echt leid. Da ist das Rennen gleich am Start schon wieder kaputt. Unverschuldet. Hier haben wir auch mal Alan Kahn im Bild. Der hatte auch gerade einen Zwischenfall, den wir uns nochmal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Inzwischen ist Matt Tate wieder an unserem Tommy vorbeigegangen auf der langen Geraden. Ein schönes Bäumchen-Wechsel-Spiel. Tommy, Matt Tate in front of you has 200 I-Rating points. Oh, dafür fährt er super. Alan Kahn. Alan is a newcomer. Newcomer here, okay. Alan Kahn lost his car in the corner, but nothing happened. He can go on. Okay. Better luck next day. Inzwischen ist auch Emilio Fernandez Garrido wieder an unserem Byron vorbeigegangen und befindet sich wieder auf dem Weg nach vorn. Hier vorne jetzt das Duell um P2. Tamas Sportfei mit einer ziemlich hohen Pace heute. Er hat ein schnelles Setup. Hat wahrscheinlich das Qualifying ein bisschen vergeigt. Er ist von Startplatz 10 losgefahren und liegt jetzt schon in der dritten Runde auf dem dritten Startplatz und kämpft um P2. Während Tommy hier hinten um P12 kämpft. Wahnsinnig eng zusammen hier das Mittelfeld.
Hinterm Tommy liegt Emilio Fernandez Garrido, der jetzt auch Martin Reisman überholt hat. Die Jungs gehen jetzt gleich in die 4. von 21 Runden. Und ein Stück weiter vorne, unser Ben ist jetzt an Kurt Klapper vorbeigegangen. Wir sehen es hier. Hinterm Kurt auf P10 weiterhin Jason Krakowiak, P11 John G. Hill und jetzt hier der nächste Angriff. Emilio auf seinem Weg nach vorn, passiert jetzt auch unseren Tommy. Emilio gehört zweifelsohne hier zu den schnellsten Fahrern im Feld, macht aber oft sehr, sehr viele Fehler und verbaut sich selber gute Ergebnisse. Und jetzt geht das nächste Mal fliegen hier. Das war aber ein toller Save. Almost took me out. Hat er fast noch unseren Byron abgeräumt. All good, buddy. Da setzt er sich jetzt auch in Windschatten und wird gleich wieder vorbeigehen. Etwas scary. Und da geht er auch schon aus dem Windschatten raus. Emilio heute ziemlich aggressiv unterwegs. So on! Oha, und da hätte er jetzt den Byron fast zum zweiten Mal abgeräumt. Gibt's doch gar nicht, das war ziemlich knapp. Don't in front of me in the braking zone. Das war ein extrem riskantes Manöver, moving under braking, und Byron hat es hier fast erwischt. What? Hey. Moving under braking, really? Und durch die Aktion ist unser Byron jetzt bis auf P18 noch hinter Dante Pontecorvo zurückgefallen. Matt Tate kämpft hier auf P12 gegen John G. Hill. Matt Tate auch ein neuer Name hier in der Serie. Sehr, sehr wenig I-Rating, gibt aber eine sehr, sehr gute Visitenkarte hier ab. Hier vorne an der Spitze alles beim Alten. John Stevens weiterhin in Führung. Allerdings schmilzt sein Vorsprung auf Tamas Bartfei, der jetzt letzte Runde eine super schnelle Runde hingebrettert hat. Auf P3 weiterhin Janne Lehmann, P4 Keith Hörner, P5 Miguel Morland und auf P6 Sebastian Starke, den ich auch sehr, sehr lange hier nicht mehr gesehen habe. Freut mich aber, dass er gleich wieder vorne bei der Musik dabei ist. Und während die Jungs hier um den letzten Top-5-Platz kämpfen und jetzt gleich in die 5. von insgesamt 21 Runden gehen, hat man im hinteren Feld den nächsten Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen müssen. Den reichen wir jetzt direkt nach. Manning today he's under artist. And then, Slapper. the very hard impact. So, and then we have Kleber Botaro. It's Kleber. Kleber, our Brazilian friend. What will you do in this situation? You have no chance. Okay, but Zum Glück hat der Unfall schlimmer ausgesehen, als es am Ende war, und Kleber Botaro Mora konnte sein Rennen fortsetzen. Hier gibt es jetzt die nächste Positionsverschiebung. Martin Reisman ist da am Tommy vorbeigegangen, der auf P14 zurückgefallen ist. Von hinten drückt schon wieder Emilio F. Garrido. Und jetzt der nächste Angriff. Tommy versucht da wieder seinen Platz sich zurückzuholen, muss aber nochmal zurückstecken. Da geht Martin aber richtig weit und schenkt dem Tommy den Platz zurück. Oh, und da der nächste kleine Ausritt hier vom Emilio. Emilio heute extrem aggressiv unterwegs. Und unser Byron direkt dahinter konnte schon wieder ein paar Plätze gut machen. Hat sich schon wieder auf P16 nach vorne gekämpft. Sehr, sehr schön. Hier Matthew Cockerham nach seinem kleinen Ausritt am Anfang kämpft er sich auch weiter durchs Rennen. Liegt hier vor Robert. Oh, und wir hören es gerade, unser Byron. Da der nächste Ausritt, da liegt er auch. Und er fällt wieder hinter Dante Pontecorvo zurück, diesmal bis auf P20. Von hinten kommt unser Freund aus Brasilien, Kleber Botaro Mora, dessen Auto wahrscheinlich auch nicht so viel abbekommen hat bei dem Unfall vorhin. Incident here. Oh, Byron. I would say Byron has the wrong braking marker. I was already overdriving at that point because I'd already been blocked or cut off 3 times. Okay, so Byron here, a very late break point, and the back overtook him. Der Vorsprung von John Stevens, unserem Leader hier, schmilzt immer mehr zusammen. Und dann kommt hier Karl Beisel aus der Box, fährt hier quer über die Strecke. Schreckmoment, irre. Das war extrem knapp und hätte auch schief gehen können. Janne Lehmann, unser Flying Finn, auf P3, 1,6 Sekunden hinter dem Duo. Und direkt dahinter der Kampf um Platz 4, Sebastian Starke, Keith Hörner und Miguel Morland kämpfen da um die Position. Keith Hörner ist da von P3 auf P6 zurückgefallen und von hinten kommt Bruno Araya und Ben Summers. Jetzt ist hier richtig Action in der Gruppe, denn von hinten kommt auch Kurt Klapper und Jason Krakowiak. Ein spannender Kampf hier zwischen Miguel Morland und Keith Hörner um den letzten Top-5-Platz. Jetzt kann sich Keith Hörner wieder durchsetzen. Durch das Gerangel kann sich Sebastian Starke auf P4 schon von den Jungs leicht absetzen. 0,8 Sekunden Vorsprung. Und von hinten kommt jetzt hier Matt Tate, der inzwischen John G. Hill überholen konnte. John bekommt jetzt richtig Druck vom Tommy von hinten. Und auch Martin Reisman ist da wieder mit im Geschäft.
Durch den Zweikampf hier kann sich Matt Tate vor den Jungs allerdings schon absetzen. Die Lücke wird immer größer. Man sieht hier, John G. Hill hält die Jungs ein Stück auf. Hinter dir, Tommy, Unfall. Oh, und hier hat es schon wieder gekracht. Der nächste Zwischenfall mit Emilio. Gibt's doch gar nicht. Und über den Byron Bescheid. Das wirbelt das Klassement jetzt hier hinten wieder durcheinander. Too far away. Da müssen wir auch gleich mal schauen, was da passiert ist. If Emilio catches you, give him a hard time because he moved under braking. Emilio has the dirt crash in 2 laps. He needs to give his head a wobble. Emilio Fernandez Garrido. Ja, Safety. Emilio. Bam. Oh Connect. no, oh no, oh no, oh no, oh no. Martin Reisman is he's very late on brakes on this one. Yes, He almost hit me, but then he was not able to turn in properly. Then white corner, and then Mr. Emilio Fernandez. Oh. Just punch him off, I'm guessing. Punch him off, and yeah. I think he got damage. Eine unglaublich aggressive Fahrweise heute von Emilio. Not visible, but I think he has. Tommy hier findet noch keinen Weg vorbei an John G. Hill. Ich denke mal, da wird jetzt gleich der nächste Angriff kommen. Spätestens Eingang Moraines Web. Matt Tate konnte sich von den Jungs schon freifahren und da geht Tommy auch vorbei. Und hier jetzt der nächste Angriff. Matthew Cockerham innen gegen Christian Schmidt und Christian Schmidt geht da fliegen. Zum Glück nichts passiert und weiter geht's. Let me guess, Emilio just took Schmidt out. Ja. Gotta protest that guy. Christian fällt bis auf P20 noch hinter Byron zurück. Emilio is out of control. Oh no, Ben. Oh, da war ein Reifen. Und während Tamas Bartfey hier vorne inzwischen die Führung übernommen hat, Ben ist out. hatte unser Ben einen Zwischenfall. Wir sehen es, der steht an der Box. Oh dear. Da müssen wir direkt mal schauen, was da passiert ist. Wir schalten sofort hin. Oh no, I don't want to see that. Oh no. Well, kind of 50-50, isn't it? Oh nein. Major Ben. I saw the tire. First I saw Ben and then I saw the tire. Fast at the second half of the corner, right? You were too late in brakes, I think. You were too fast. Yeah, and the wheel got on the gravel and Was so fast today. Okay, ja. Ach, so schade, da haben wir also unseren Ben verloren. Seit er in Spa diese unfreiwillige Flugeinlage hingelegt hat, läuft es einfach nicht mehr so richtig. Hatte so einen tollen Saisonauftakt. Matt Tate ist inzwischen in den Top 10 angekommen. Ein super tolles Rennen, vor allen Dingen für einen Fahrer, der hier nur 200er I-Rating hat. Hier vorne Tamas Bartfey legt hier eine schnelle Runde nach der anderen hin und konnte jetzt seinen Vorsprung inzwischen auf John Stevens ausbauen. Ich denke mal, der Titelkampf in der Meisterschaft wird dieses Jahr zwischen Tamas Bartfey und John Stevens ausgetragen. Und im hinteren Feld hatten wir den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt hin. Philip also had an incident here. But it's not hard. Also the curbs here and yeah. So. Philip lost his car, little impact, but nothing happened and he can go on. Janne Lehman auf P3 hatte auch ein bisschen den Anschluss nach vorn verloren. Und hier Sebastian Starke kann sich weiterhin auf P4 halten. Jetzt inzwischen vor Bruno Araya, der sich auf P5 nach vorn gekämpft hat. Dahinter Keith Turner auf P6 und Miguel Morland auf 7. Kurt Klapper inzwischen auf P8 angekommen. Und direkt in seinem Windschatten auf P9 Jason Krakowiak. Ab P5 hier vorne noch alles ganz dicht beisammen. Und auch für Keith Turner läuft es heute wieder richtig gut, nachdem es in den letzten Rennen nicht so toll gelaufen ist. Und hier mal ein Blick nach hinten. Unser Byron auf P18 hat heute auch ein mehr als durchwachsenes Rennen. Vor ihm Dante Pontecorvo auf P17 und Robert Simpkins auf P16. Der nächste Angriff, aber Byron muss da zurückstecken. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten direkt mal hin. Alan Kahn here, I would say later. No, a little bit. Braking on grass is not working. Never really here. But there is no other car. He can continue, but half a lap later he spin again. No other cars there, so he's lucky. Still driving?
Alan Kahn hat also seine Probleme mit dem Lotus. Tamas hier vorne kann seinen Vorsprung immer mehr ausbauen. Der ist jetzt schon bei über 2,5 Sekunden. Eine beeindruckende Fahrt bis hierher. Und auch Tommy hier auf P11 kann sich von John G. Hill immer mehr absetzen. Hier vorne die Kampfgruppe um P5 hat sich jetzt wieder richtig schön dicht beisammen geschoben. Wir gehen gleich in die 10. von 21 Runden, also bewegen wir uns Richtung Halbzeit und immer noch überall richtig enge und tolle Kämpfe. Oh oh, Byrons Schrei verheißt nichts Gutes. Wir sehen ihn hier fahren, aber da hat es den nächsten Ausritt gegeben. People are being dicks today. People are being dicks. Okay, Kleber behind you. Er fällt jetzt auch direkt wieder hinter Christian Schmidt zurück. Das ist wahrlich heute nicht Byrons Rennen. Wir haben jetzt ungefähr Halbzeit, also haben wir noch ein ganzes Stück zu gehen. Und während ganz vorn an der Spitze die Positionen erstmal gefestigt sind, gibt es hier ab P5 einen richtig heißen Tanz. Der Kampf geht hier in die nächste Runde. Bruno Araya aktuell P5, Pete Turner aktuell P6, Miguel Morland aktuell P7, Kurt Klapper 8 und Jason Krakowiak dahinter auf P9. Ein bisschen mehr als 2 Sekunden vor der Kampfgruppe ist Sebastian Starke unterwegs. Ein toller Gaststart, nachdem er lange Zeit nicht im Grid gestanden hat. Vielleicht macht das ja Appetit auf mehr und wir sehen ihn hier wieder öfters am Start. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall ganz hinten am Ende des Feldes. Wir schalten direkt mal hin. Oh no. Philip Philip is struggling with his gearbox. If you listen closely. Oh no. Hit the wall. The tires. Oh no, no, no. You have to be careful. Oh dear. Philipp hatte auch noch ein paar Anpassungsschwierigkeiten an das Fahrzeug. Oh no, wir hören es gerade, Byron, der nächste Zwischenfall. Da sehen wir ihn auch gerade aus dem Kies kommen. looks okay, Byron. Das schauen wir uns direkt gleich nochmal an. Oh Byron, the next one. So that was the dodgy rejoin. Christian. Yeah, it was Christian. Okay. Yeah. There was a guy in front, I It think. looks like, yeah, the guy in front of me ran wide and it looked like he was coming straight back on the track, so I had to take avoiding action. Oh. Yeah. Matt Tate fährt in die Box. But that avoiding action ends up in the wall. Top speed, my racing, absolutely. Matt Tate, der eben noch auf P10 lag, fährt an die Box ohne ersichtlichen Grund. Wir sehen es hier auch. Er hatte bis hierhin bei seinem Gaststart ein absolut sensationelles Rennen und steuert jetzt hier die Box an. Wer weiß, vielleicht hat er zu wenig getankt. Kann sein, dass der eine Wandberührung hatte oder so. Sah komisch aus. Der tankt. Ach so. Der hat zu wenig Sprit getankt. Ja, oder der dachte, der fährt hier Einstoppstrategie. Ja. Es sah auf jeden Fall so aus, als hätte Matt Tate da zu wenig getankt. Er hat Splash and Dash und wieder raus, aber on P20. Ein kurzer Splash and Dash und es geht wieder raus auf die Strecke. Allerdings auf P20 muss er dem Feld hier nachher fahren. Schade, er hatte so ein schönes Rennen. Hier vorne Tamas Bartfei, unser Leader, legt hier eine schnelle Runde nach der anderen in den Asphalt und hat jetzt schon fast 4 Sekunden Vorsprung auf John Stevens rausgefahren, der da immer mehr zurückfällt. Tamas Bartfei ist 1 second faster than the rest of the field. Wohlgemerkt, Tamas ist heute nur von P10 gestartet, aber auch von unserem Championship-Leader John Stevens ein Top-Rennen. Kann vorne die Pace mit Tamas nicht mitgehen, sichert aber den 2. Platz bisher gut ab. Daraus, dass die Kollegen vorne sich gegenseitig da Windschatten geben, 7, 8 und 9. Ja. Unser Tommy ist inzwischen in den Top 10 angekommen. Ein sehr solides Rennen. Okay. Das ist 4, 5, 6, 7, 8 und 9. 4, 5, 6. Hier fehlt plötzlich Sebastian Starke. Nur in 9 Place. Oh, haben wir Schwand nichts Gutes. Wie bitte? Bis 9. Ja. Das müssen wir uns auch direkt gleich mal anschauen. Oh, Sebastian Starke is out of the race. Yes, that's a good race. So, Sebastian Starke hier. Oh. Sebastian, that's a hard one. On 4th place. He had a tank slapper on this one. Yeah, he lost the end of the car to the right, and then I think he has such a good race until this point, and then
So ein starkes Rennen bis hierher von Sebastian Starke. Schade. Short date for me, das ist der, wer sagt das? Bruce Mayland. Ich kann das schlecht lesen. Can't read it. Because of bad eyes. Sehr, sehr schade, dass wir unseren Ben heute so zeitig verloren haben. Ich glaube, er hätte hier im Kampf um P5 kräftig mitmischen können. Langsam und vor mir. Inzwischen macht der Jason Krakowiak richtig Druck auf unseren Kurt. Der heute zwar nicht vorne um den Sieg mitmischen kann, aber trotzdem im Kampf um die Top 5 mit dabei ist. Oh no. Und da haben wir es im Tommy Switch gerade gesehen, da steht Qualm. Alter. Da ist der nächste fliegen gegangen. Boah, der hat den Hintermann voll aufgehalten. Und da sehen wir es auch im Relativ. Tommy hat da plötzlich einen sehr großen Vorsprung auf John G. Hill, der jetzt wieder von Emilio F. Garrido bedrängt wird. John Hill ist auf einmal 5 Sekunden weg, da war eben 2 Sekunden weg. Okay. Wegen dem Backmarker. Philip, it looks like he has again problems with his gearbox and then he's put out. Der muss jetzt mit Emilio... Just in front of me. Downshifting too fast, or? Ja, But ja. he can be lucky that the motor is not exploding. Ja, ja. And in this situation, John lost so many time, yeah. Ja, ja. John was behind me and I think he lost 3 seconds or 4 seconds or so, ja, ja. Und sofort macht Emilio jetzt hier auch richtig Druck von hinten. Die hauen mir ab da vorne, ey. Keine Chance ranzukommen. Und während die Jungs hier um den letzten Top 10 Platz fighten, hat man den nächsten Zwischenfall im hinteren Feld. Wir schalten hin. Is this the Canada corner? Is it right? Yeah. Christian Schmidt here again. Oh, careful. Ooh. Bonk. Another one on the Destroyed curbs here. his rear wing while he's driving. He's driving Ja, ja. backwards and bomb. Oh, shit. Russell Hamilton. Ah. Hi. Russell Hamilton ist bei uns im Chat. Oh, ist ausgeschieden. Hat er Ja, ja. einen Unfall. Ja, he's out, ja. Ach, schade. Just wrote in, ja, hat gerade im Chat geschrieben, dass er ein kurzes Rennen hatte. Just wrote in the chat that he has a short race oder short day. Aber Ben also. Russell hatte heute leider ein sehr, sehr kurzes Rennen und wurde von Karl Beisel aus dem Rennen genommen. Aber sehr, sehr schön, dass er sich dann bei uns hier reinschaltet und uns begleitet. Unser Kurt auf P7 fällt jetzt gleich zurück. 0,8 Sekunden Abstand zu Jason Krakowiak vor ihm. Der John G. Hill. Der hat seinen Platz Ja. an Emilio verloren. Emilio ist Ja, dabei. ja. Aber der Emilio schmeißt sein over- Auto schon wieder weg, Emilio. Nächste. Okay. Unglaublich, Emilio, der nächste Rutscher. Unbelievable. Er überfährt hier permanent sein Fahrzeug. Emilio has problems today. Und trotz aller Rutscher und Ausritte liegt Emilio immer noch auf P11. Sensationell. Direkt hinter ihm Matthew Cockerham, der eigentlich sonst gleich in der ersten Kurve immer von anderen Fahrern abgeräumt wird. And today we have the first race from Matthew Cockerham with more than half a lap. Oh dear. In every race he died in the first corner. Watching and learning. Oh, if you learn from me. Emilio, the next trip to the gravel. Trippen the gravel. Today I think Emilio is out of control. Ihr habt's gerade gesehen, Emilio fährt heute wie ein Verrückter. It's like crazy. Und unser Byron, wir hören es gerade, der nächste Ausritt, wir sehen ihn hier. Und wieder musste Byron ausweichen, weil ein anderer Fahrer da das Auto weggeschmissen hat. Das schauen wir uns direkt gleich nochmal an. Philipp Mangan hier, the next spin. Too fast into the corner and he goes wide. Oh, oh, oh. Backmarker liefert sich hier Rennen. Came into the grass and on the curb and loses the car. And he is standing right in the middle of the Das ist ja gut. street. Ai, ai, ai. Byron and Gerard came. Oh. That's really dangerous. In front of Byron. Both are lucky and can continue. Da hatten wir heute hier schon so einige haarsträubende Situationen. Einer unserer Hauptdarsteller bei diesem Spektakel heute hier, Emilio Fernandez Garrido. The guys in front of me are getting away. Unser Tommy verliert immer mehr den Anschluss nach vorn. Kurt Klapper ist inzwischen fast 10 Sekunden weg vom Tommy. Die Jungs hier vorne kämpfen immer noch. Maybe they are faster when they slipstream each other. Ich glaube, die Jungs hier vorne sind heute alle vom Grundspeed her schneller als Tommy. Machen die denn keine Anstalten auf irgendwelche Überholversuche?
die ganze Zeit, aber keine Chance, weil die alle irgendwie schnelles Setup haben und keiner kann aus dem Windschatten raus überholen. No one can get out of the slipstream because they have fast setups. Ja. Das sehen wir jetzt auch hier schön. Keith Turner auf P5, direkt dahinter Miguel Morland auf P6 und er befindet sich im Windschatten und kann nicht überholen. Die Jungs befinden sich jetzt in ihrer 15. von 21 Runden, also haben wir 2/3 des Rennens schon geschafft. Jeremy Z is there. Hi. Out here all the guys are out of the race, are coming to my stream, looks like. Ja. Yeah, welcome guys. Tommy's Switch heute richtig gut besucht. After the race we see why they come to you. Tamas, unser Leader hier vorne, kontrolliert inzwischen das Rennen. Er fährt permanent schneller wie John Stevens hinter ihm. Tamas Bartfrei ist the only driver who can drive 152 times. Oh dear. Ihr habt es gerade gehört. Half a second faster than John Stevens. Tamas Bartfrei ist aktuell der einzige Fahrer im Feld hier, der 1,52er Zeiten fahren kann. John Stevens auf P2 ist da schon 4,5 Sekunden weg vom Leader. And Janne Lehman on P3. Nochmal 2,2 Sekunden hinter John Stevens befindet sich Janne Lehman, unser Flying Finn. Unser Byron liegt aktuell auf P16. Ich sag mal, nach den vielen Zwischenfällen ist das Schadensbegrenzung. 5 laps to go. Ja. Ihr habt es gerade gehört, wir haben noch 5 Runden zu gehen. Und hier ist immer noch alles recht dicht beisammen im Kampf um die letzten Top 5 Plätze. Der Russell Hamilton hat gerade geschrieben, dass es schwer ist, einem halten Hund neue Tricks beizubringen. Okay. Yes, also problem is I'm also an old dog. Ich denke mal, mit ein bisschen mehr Erfahrung hier in den Rennen und ein bisschen mehr Practice, dann wird auch Russell schneller werden. Ist ein toller Community-Fahrer hier und benimmt sich immer sehr, sehr fair und sauber auf der Strecke. Die meisten Fahrer, die hier in der Serie vorne im Grid stehen, haben jahrelange Erfahrung auf dem Fahrzeug. Und so ein altes Formel-1-Fahrzeug, das hat ja auch sehr, sehr viel PS, sehr viel Abtrieb und sehr wenig Fahrhilfen. Das ist nicht so einfach zu fahren. Ja, Tommy, die guys in front of you are 1 second faster. Ja. To be honest, I'm chilling a bit around here. Tommy scheint da seine Ambitionen nach vorne aufgegeben zu haben. Jetzt gibt es hier den nächsten Ausritt. Backmarker ist gerade hier abgeflogen. Karl Beisel macht da den nächsten Ausflug durch die Botanik. Er hat sich fürs Abseits entschieden, statt den Jungs im Weg zu stehen. Naja, ich glaube, da sind auch noch ein paar Übungsstunden fällig. Dafür haben die nicht gesoffen die letzte Nacht. Ja. Matthew Cockerham hatte am Anfang auch einen kleinen Ausritt. Trotzdem hat er heute aber ein sehr, sehr schönes und solides Rennen. Das freut mich sehr. Er liegt hier auf dem letzten Top-10-Platz und wird verfolgt von John G. Hill, der 1 Sekunde hinter ihm liegt. Er hat eine sehr solide Pace drauf und hat es endlich mal geschafft, heute die erste Runde zu überleben. Now you have Matthew Cockerham behind you. The guy with the nice kiss skin. Okay. Oh, it's getting closer. 5 seconds. Is he fast? He drives 1 second faster than you. Oh. Wie gesagt, Matthew hat heute eine sehr solide Pace drauf und fährt aktuell 1 Sekunde schneller als Tommy. Ich glaube, da sollte Tommy mal ein bisschen Gas geben. 153.5 die drauf last lap. Okay. John Hill is falling behind him. Emilio Garrido is falling behind him and Martin Weisman also. Und nachdem es jetzt ein paar Minuten ruhig war, hat man den nächsten Zwischenfall im hinteren Feld, den wir uns mal anschauen sollten. Wir schalten hin. At the end of the race, he pushed the turbo button. Here we've got Alan Kahn again. Oh, another small spin out and more practice, and then everything is fine. Then careful, dude. Yeah, perfect. That's a good one. We got on those brakes quick. Tamas Bartfrei, unser Leader, geht jetzt in die 18. Runde und er hat schon mehr als 6,5 Sekunden Vorsprung. Tamas Bartfrei drives a 151.9. Oh.
Wahnsinn, Tamas Bartfei ist jetzt der erste Fahrer, der eine 1,51er Zeit hier in den Asphalt brennen konnte. Liefert heute hier ein absolut sensationelles Rennen, aber auch auf P2 John Stevens und P3 Janne Liemann. Die Jungs hier vorne auf dem Podest in ihrer eigenen Liga. Während es jetzt hier hinten wieder richtig eng beisammen gerückt ist. Please go away, my dear. Tommy scheint langweilig zu sein. Oh, ich hasse das. Er fängt jetzt an zu singen. Places 5, 6, 7 and 8 close together. Oh. Miguel versucht da alles, um an Keith irgendwie dran zu bleiben. Er kommt einfach nicht vorbei. Dear newcomers. And in this group, there are Miguel Morland. And we know Miguel Morland is an aggressive driver. Okay. Allerdings muss man sagen, dass Miguel heute sehr, sehr sauber und fair unterwegs ist. Nächster Zwischenfall, schalten wir doch direkt mal hin. Hab grad fast eine Sekunde in der ersten Kurve verloren wegen den Überrundeten da. Boah. Oh, Howie. Oh. Uff. Yeah. Howie lost his car on the curb and then turned to the other side with little impact, but he can go on. Okay. Oh, und Miguel ist jetzt hier ganz schlecht aus der Kurve rausgekommen und so versetzt Jason Krakowiak an und geht da auch sauber dran vorbei. Und auch direkt hinter Miguel, Kurt Klapper, sieht da seine Chance gekommen und geht hier an Miguel vorbei. Da hat Miguel ein bisschen das Momentum verloren und schon gleich 2 Plätze sind weg. Damit neue Reihenfolge, Keith Turner weiterhin auf P5, P6 jetzt Jason Krakowiak, P7 Kurt Klapper und auf dem 8. Platz Miguel Morland zurückgefallen. Ich denke mal, Miguel wird jetzt der hohen Pace hier Tribut zahlen müssen und wird seine Reifen ein wenig überansprucht haben. I think Miguel Morland is struggling a little bit with his tires. He's falling behind the guys, ja. Die Jungs gehen jetzt in die 19. von 21 Runden, also haben wir exakt noch 3 Runden zu gehen. Ein sehr, sehr spannendes Rennen heute. Allerdings muss man festhalten, dass wir schon fast 1/3 aller Fahrzeuge hier verloren haben. Ich glaube, 8 oder 9 Fahrer mussten schon aufgeben. So many cars in the pit. Ja. Too many cars in the pit. I wonder how many of them are Emilio's fault. Und Byron sagt gerade, Emilio dürfte da heute nicht ganz unschuldig sein an der hohen Ausfallrate. Weit ist es nicht mehr, dann haben wir es geschafft. Ich glaube, an dem Unfall war aber Emilio völlig unschuldig jetzt. Ich denke mal, bei Byron werden nicht nur die Reifen jetzt so langsam in die Knie gehen, auch die Konzentration lässt ein wenig nach. Oh, you almost saved it. So, Byron here in? Yeah, I was right hand down with the steering after the bump into the wall, so turning right wasn't fun. Turning left was even less fun. Okay, but there was no impact, so... No, I got on the brake pretty quick. Garrido, hat ein Problem? Und während jetzt hier Jason Krakowiak im Karussell außen an Keith Turner vorbeigeht, hatte Emilio den nächsten Zwischenfall, wir haben es gehört. Krakowiak outside overtaking Manöver in der Karussell. Okay. Und da gibt es einen Gegenangriff. Keith geht da innen wieder durch. And now stark gemacht. Oh, und da geht er ein bisschen weit. Da gibt es einen kleinen Ditcher. Wow, jetzt geht sie aber richtig heiß zur Sache und Keith verliert gleich 3 Positionen. So schnell kann es gehen. Auch Miguel Morland ist da durch. Und wir reichen jetzt nochmal schnell den Unfall mit Emilio nach. Emilio Fernandez Garrido here again. Oh dear. That's, I have to say, that's a huge... John G. Hill dive bomb. Vorletzte Runde. So, but here Martin Riesman. 10 Ultimate Lap. He's also, I think he lost the car, and cooking tires. Da muss man allerdings zu Emilios Ehrenrettung sagen, dass er an diesem Unfall nicht schuld war. Hier vorne an der Spitze alles beim Alten. Tamas Bartfei fährt eine Rekordrunde nach der anderen. Danach haben wir dann John Stevens auf P2 und Janne Liemann auf P3 wie gehabt. Tommy hat in den letzten Runden nochmal eine Schippe nachgelegt und konnte seinen Vorsprung auf Matthew Cockerham bei über 5 Sekunden halten. Und wenn Matthew das ins Ziel bringt, da hat er bei seinem ersten Sunday Grand Prix Rennen, bei dem er die erste Runde überlebt hat, zugleich einen Top-10 Platz eingefahren. Nicht schlecht. Und hier vorne, die Jungs haben sich jetzt ganz dicht beisammen geschoben.
Tamás wird gleich die letzte Runde eröffnen. Ein absolut sensationelles Rennen von Tamás heute. Von P10 gestartet, ist er durchs Feld geflügt, hat die Führung übernommen und hat mehr als eindrücklich gezeigt, wer heute hier aufs oberste Siegertreppchen steigen möchte. White Flag, last lap. Tamás Bartfeuer, opening the last lap. Ihr habt's gehört, weiße Flagge, die letzte Runde ist somit eröffnet. So far away, I'm half the lap behind. Trotz aller Umstände für Tommy heute ein mehr als solides Ergebnis und wieder ein Top-10-Resultat eingefahren. Er konnte heute die Pace vorne nicht ganz mitgehen. Da muss man einfach ein Stückchen mehr üben, das muss man so sehen. Nichtsdestotrotz unfallfrei durchgekommen und einen soliden Top-10-Platz bei 30 Startern, das ist mehr als respektabel. Unser Robert heute auch relativ sorgenfrei durchs Rennen gekommen. Liegt ja auf dem 13. Platz vor Martin Reisman, das ist gar nicht so schlecht. Vielleicht kann er ja Martin Reisman bis ins Ziel noch in Schach halten. Also last lap. Der heute auch so den ein oder anderen Zwischenfall hatte. Und hier gibt es jetzt die nächsten Angriffe. Jason Krakowiak geht da innen an Kurt Klapper vorbei. Doch jetzt geht es auf die lange Moraine-Swap gerade raus. Da gibt es den nächsten Angriff, Miguel Morland. Wir befinden uns hier in der letzten Runde und jetzt geht es hier nochmal richtig rund. Und da geht jetzt auch Kurt Klapper wahrscheinlich an beiden vorbei. Ein Top-Manöver hier. Und auch Miguel Morland geht da aus dem Windschatten raus. Oh, und da scheint sich Jason Krakowiak verbremst zu haben. Er geht hier weit und kommt hinter Keith Hörner wieder auf die Strecke zurück. Hier geht es nochmal richtig rund in der letzten Runde. Wow, der nächste Verbremser hier. Eine irre Schlacht hier um den letzten Top-5-Platz in der letzten Runde, während Tamás sein Rennen jetzt genießen kann auf den letzten Metern. Haben wir jetzt aktuell Kurt Klapper auf 5. Auch nochmal ein Überholmanöver da bei den dreien da vorne. Ja, Miguel Morland auf 6, Keith Hörner auf 7 und Jason Krakowiak auf 8. Weit ist es nicht mehr bis ins Ziel. Ja, vor Byron und Ben, ja. Ich glaube, jetzt kann sich Kurt ein bisschen absetzen. Die Jungs liefern sich hier eine Schlacht. I saw the incident from Ben. Jason Krakowiak hat da noch nicht aufgegeben. And here we have the checkered flag. Tamás Bartfeuer is the winner. Congrats to Hungary. Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch geht an Tamás Bartfeuer. Behind him John Stevens and Janne Lehmann. Ein absolut sensationelles Rennen. P2 John Stevens und auf P3 kommt Janne Lehmann, unser Flying Finn, ins Ziel. Schauen wir mal, wie es dahinter aussieht. Bruno Araya kommt als vierter Richtung Ziel. Absolut top. On fourth place we have Bruno Araya. Dann haben wir auf P5 Kurt Klapper, auf P6 Miguel Morland. Und so wie es aussieht, hat es da zwischen Keith Hörner und Jason Krakowiak einen Zwischenfall gegeben. Kurt rettet P5 vor Miguel Morland ins Ziel. Wow. There was an incident in the last corner. I don't see them. Oh. Chris Hörner and Jason Krakowiak. But they crossed the finish line. Ja. Beide können ihre Autos durchs Ziel bringen, das müssen wir gleich nochmal anschauen. P9. Ja, Top 10, yay! Solid race. Matthew Cockerham P10. It's the last situation here. Kisana, oh, they're both spinning, okay. Oh dear. Simpkins on P14. Keith is lucky on this one. Oh! Come on, Keith. Come on, Keith. Das war ein hartes Rennen. Keep the car straight. Okay. Kleber Mora, the last top 15 place. Solid race. And on P16 auch Byron. Und Byron bringt hier sein Fahrzeug auf P16 ins Ziel, trotz aller widrigen Umstände. I think today Byron has the wrong tires. Okay. He used No, there were too many idiots in the lobby today. Oh, okay. Oh, unser Byron ist heute richtig angefressen. Four people ruined my race today. Das war kein schönes Rennen für ihn. Naja, blicken wir schon nach vorn zum Rennen nächste Woche. Willow Springs, schauen wir dort mal. And the guys in front of me, I think they had a huge battle over intense the race. complete race. Yeah. The guys in front of you battle all the time. And Jason Krakowiak make a mistake in the last lap. After the long straight, the 90-degree corner, he was too late on brakes and goes wide. Oh, da schreibt einer, Byron might still be mad at me from first race. Wer ist das? Russ, Maryland, and it's Russell, ja.
Yeah, we must make a crash analysis. That will be interesting. There's so many spins and crashes. Yeah. I think Emilio he spins 5 or 6 times. Und hier haben wir jetzt auch mal den aktuellen Stand in der Gesamtwertung eingeblendet. Kammer Sportfrei hat da gewaltig aufgeholt und liegt nur noch 4 Punkte hinter unserem Leader John Stevens. Daniel Egales auf P3 und Kurt Klapper hat unseren Tommy überholt. Ben liegt trotz des Ausfalls immer noch in den Top 10. P9 is a solid result for when you make a party a night before. Oh, it's okay. It's okay. I felt a little bit tired, but P9 on this lineup, it's okay. And if you check out, I was I start on P20 or so. Yeah. And it was some absolutely disgusting moves today, guy. Not impressed. Okay, dann will ich mal auf Wiedersehen sagen. I will say goodbye to our viewers. And I hope we all see us next week to the next race. So, goodbye. Bye bye. Good luck, everyone. Have fun, everybody. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Naja, würde ich mal sagen, ein wenig durchwachsen. Top 10 Platz für den Tommy. Ben hatte mal wieder einen Ausfall zu verzeichnen und auch für den Byron lief nicht ganz so toll. Nichtsdestotrotz schauen wir nach vorn. Nächste Woche Willow Springs, der nächste Kurs hier in Amerika. Da bin ich schon mal gespannt. Würde ich sagen, bleibt alle gesund, vor allen Dingen unserem Kanal treu und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.
Vettel, Kerry? All good, buddy. Don't pull in front of me in the brake. Not real smart. Nice save, Emilio.
Wow, that was a fun race. Whoa, Kurt. Whoa, that was so close, that last 2 laps. You have no win on your car, Kurt. Some absolutely disgusting moves today, guys. Not impressed. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.